Hallo Leute! Heute zeige ich euch eine ganz besondere Stadt. Kopenhagen in Dänemark. Es war mein erstes Mal in diesem Land. Ich war zusammen mit einer Freundin dort. Wir haben den Zug von Hamburg nach Kopenhagen genommen. Die Fahrt war ziemlich lang. Sie hat 5,5 Stunden gedauert. Danach waren wir müde und sind direkt zum Hotel gefahren. Da Dänemark sehr teuer ist, haben wir lange gebraucht, um ein Hotel zu finden. Wir waren aber sehr zufrieden damit. Das Hotel ist in dem Stadtteil Ørestad, direkt neben der U-Bahn-Station Bella Center. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Nach dem Check-in waren wir hungrig und sind zu einem indischen Restaurant gegangen. Es tat gut, nach der Reise etwas Richtiges zu essen. Danach haben wir auch noch den lokalen Supermarkt besucht. Netto. Netto gibt es auch in Deutschland. Aber irgendwie sieht er in Dänemark deutlich besser aus. Wir haben diese dänische Schokolade gekauft und uns gewundert, dass sie so dünn ist. Dann haben wir herausgefunden, dass man sie eigentlich als Brotbelag isst. Upsi! Am nächsten Tag sind wir nebenan zur Bäckerei gegangen, der Andersen Bakery. Nachdem wir uns dort gestärkt haben, sind wir in die Innenstadt gefahren. Dafür haben wir die U-Bahn genommen. Die fährt in Kopenhagen vollautomatisch. Das bedeutet, dass es keinen Fahrer oder keine Fahrerin gibt. Außerdem fährt die U-Bahn die ganze Nacht durch. Als erstes haben wir den bekannten Hafenkanal besucht. Er ist wirklich so schön wie auf den Bildern. Danach haben wir uns auch die Oper angeschaut. Sie befindet sich direkt gegenüber des Königsschlosses und sieht modern aus. Die Umgebung rund um die Oper ist sehr schön und entspannt. Ich mag diese maritime Atmosphäre total gerne. Und ihr? An diesem Tag war es ziemlich sonnig. Deswegen haben sich viele Leute am Springbrunnen erfrischt. Das Schloss haben wir uns auch angeschaut. Genau wie in England laufen auch hier Wachen hin und her. Es muss an diesem Tag wirklich sehr heiß für sie gewesen sein. Auf der Suche nach einem Snack sind wir an einer Tankstelle vorbeigelaufen, die gleichzeitig auch eine Dönerbude ist. Witzig, oder? Außerdem waren wir in einem Schuhgeschäft. Aber nicht, um Schuhe zu kaufen, sondern um dort Bilder in einem alten Fotoautomaten zu machen. Ich liebe Fotoautomaten. Ich versuche, bei jedem Ausflug mindestens einmal zu einem Fotoautomaten zu gehen. Habt ihr auch bestimmte Urlaubstraditionen? Nach dem Fotoshooting waren wir müde und haben ein Café gesucht, weil wir Energie tanken wollten. Vorher waren wir aber noch in einem Schmuckladen. Er heißt Månesten, was Mondstein auf Dänisch bedeutet. Mir gefällt der Name sehr gut. Es gab gerade einen Sale und ich habe mir diese süßen Ohrringe gekauft. Ich habe mich sofort in sie verliebt, als ich sie entdeckt habe. Auf dem Weg zum Café sind wir noch an anderen süßen Geschäften vorbeigekommen. Sind die Straßen von Kopenhagen nicht schön? Ich finde sie bezaubernd. Im Café angekommen, haben wir uns Kardamomknoten und hausgemachte Limonade bestellt. Die perfekte Stärkung nach einem langen Morgen. Wir haben außerdem Kniffel gespielt. Kennt ihr das Spiel? Es ist eigentlich sehr simpel. Man versucht, mit 5 Würfeln möglichst viele Punkte in verschiedenen Kategorien zu sammeln. Ein einfaches und spaßiges Spiel. Nachmittags sind wir dann zur Königlichen Bibliothek spaziert. Schaut euch mal diesen Hund an. Süß, oder? Die Königliche Bibliothek ist eine Mischung aus alt und neu. Sie ist eine der größten Bibliotheken der Welt. Leider konnten wir nicht in den Bereich, wo die Bücher stehen. Er war geschlossen. Deswegen haben wir uns die Lernorte angeschaut. Mittlerweile war es schon spät, deswegen hatten wir großen Hunger
Wir wollten aber noch etwas draußen sein. Deswegen sind wir eine halbe Stunde durch die Stadt zum Restaurant spaziert. Unterwegs sind wir am Schloss Christiansborg vorbeigekommen. Das Schloss hat eine sehr besondere Spitze. Im Restaurant angekommen, waren wir echt hungrig. Wir hatten Glück und haben den letzten freien Platz bekommen. Es gab Carbonara. Ich hatte sie vorher bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr gegessen. Als Kind war Spaghetti Carbonara mein Lieblingsessen. Was war euer Lieblingsessen, als ihr ein Kind wart? Satt und zufrieden sind wir dann wieder ins Hotel gefahren. Am Samstag haben wir uns auf den Weg zu einem ehemaligen Industrieviertel Kopenhagens gemacht. Ich wollte eigentlich zur beliebten Lille Bageri. Es gab dort aber eine sehr lange Schlange. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, zur Hart Bageri zu gehen. Dort haben wir uns Brötchen mit Käse bestellt. Sie werden auf Dänisch auch BMO genannt. Ein einfaches, aber sehr leckeres Frühstück. Zufälligerweise fand an diesem Wochenende in diesem Viertel ein Musikfestival statt. Der Headliner war das Duo Disclosure. Leider wussten wir vorher nichts davon und die Tickets waren schon ausverkauft. Wir wollten aber unbedingt hingehen. Wie das ausgegangen ist, erzähle ich euch gleich noch. Nach dem Frühstück haben wir uns in dem Viertel umgeschaut. Das Wetter war überraschend sonnig. Deswegen bin ich mit meiner Hand auf meinem Kopf rumgelaufen. Ich bekomme nämlich leider sehr schnell Sonnenbrand. Es gibt in dem Industrieviertel einen Streetfood-Markt, der Reffen heißt. Dort kann man gefühlt aus jedem Land etwas probieren. Außerdem hat man einen tollen Blick auf das Wasser. Abends wollten wir in eine Dachterrassenbar gehen. Deswegen waren wir vorher noch shoppen. Das dauerte länger als gedacht. Es war schwer, etwas zu finden, das uns gefallen und gut gepasst hat. Am Ende sind wir aber fündig geworden. Und wir haben etwas bei einem Buffet gegessen. Die Dachterrassenbar war sehr schön. Die Cocktails dort sind sehr originell und lecker. Schaut mal, wie sich die Farbe des Cocktails verändert. Wir waren genau zum richtigen Zeitpunkt in der Bar. So konnten wir den Sonnenuntergang sehen. Eine Stadt sieht von oben immer besonders schön aus. Nachdem wir unsere Getränke ausgetrunken hatten, sind wir spontan zum Festival gefahren. Wir hatten zwar kein Ticket, aber wollten die Musik trotzdem von draußen anhören und danach zu einer Party gehen. Aber plötzlich haben wir Armbänder von sehr netten Leuten bekommen. So konnten wir Disclosure doch noch sehen. Wir waren überglücklich. Es gab danach sogar noch eine Silent Disco mit Kopfhörern. Ich hatte das Gefühl, dass ich in einem Traum lebe. Am folgenden Tag, Sonntag, hatten wir dann ein echtes Tief. Nach dem Festival hatten wir uns Wraps bei 7-Eleven geholt, die wir nicht gut vertragen haben. Deswegen waren wir nur kurz zum Frühstücken draußen und haben den ganzen Tag im Bett verbracht. Wir haben Serien geschaut und von der Bäckerei nebenan, Anderson Bakery, ein paar Kleinigkeiten geholt. Unter anderem ein Apfelcroissant. Das war so lecker und sah auch sehr schön aus. Natürlich durfte auch eine Pho nicht fehlen. So kam der Tag dann zu einem Ende. Am Montag sind wir wieder mit dem Zug nach Hause gefahren. Vorher waren wir noch ein letztes Mal frühstücken. Was habe ich bestellt? Natürlich wieder Käsebrot. Irgendwie schmeckt es in Dänemark einfach besonders gut. Das war es wieder für heute mit meinem Video. Danke, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!